Heute haben wir einen neuen Vortrag, einen weiteren Vortrag auf der Serie. Es hat sich zu einer Serie entwickelt von monatlichen Vorträgen über Edith Stein mit der Edith Stein Gesellschaft Österreich und mit uns Karmeliten. Wir haben schon Frau Professor Gerl Falkowitz gehabt. Ich durfte auch einen Vortrag halten. Und heute haben wir eine weitere Expertin über Edith Stein, die Frau Dr. Beckmann-Zöller, Vizepräsidentin der Edith Stein Gesellschaft Deutschland, die schon oft bei uns vorgetragen hat, also sehr unsere Gesellschaft in Österreich, unsere kleine Gesellschaft unterstützt, auch mit ihren Beiträgen. Und es ist wirklich eine Freude mittlerweile bei all dem Negativen natürlich, was Corona mit sich gebracht hat, dass dadurch wir auf diese Zoom-Möglichkeit, auf diese Online-Möglichkeiten umgestiegen sind und da eben zumindest dieser eine positive Aspekt ist, dass dann viele teilnehmen können aus verschiedenen Ecken der Welt sogar, wie gesagt, aus Chile, aus Niederlanden oder Belgien und natürlich Österreich und Deutschland hauptsächlich, dass wir also auch, ich sehe es auch so, auch als Zusammenarbeit beider Gesellschaften in dem Sinne von den Menschen, die wir ansprechen wollen, zumindest ist es so, und auch von den Vortragenden. Wir werden jetzt monatlich einen Vortrag haben, im Wesentlichen abwechselnd Frau Dr. Beckmann-Zöller und Professor Gerl Falkowitz. Also nächsten Monat wieder auch einen Vortrag. Heute ist es auf den ersten Blick zumindest, aber ein mehr biografisches Thema oder zumindest etwas, was, sage ich selber auch als Vortragender über die Stein, ein Aspekt, was bei den meisten Vorträgen mit ein paar Sätzen erwähnt wird. Also ihr Engagement auch in der Politik, ja, und besonders in den ersten 3 Jahrzehnten ihres Lebens, also als Studentin oder als Assistentin, als junge Frau vor der Konversion. Und heute geht es gerade um diese Zeitspanne. Anlässlich auch, das ist sehr schön, dass in den letzten Jahren ein Artikel entdeckt oder zumindest ja, neu bewertet wurde oder betrachtet wurde, von ihr selbst geschrieben über die Politisierung der Frauen, gerade zu diesem Thema. Und wir vergessen es nicht, das Frauenwahlrecht ist in Deutschland und Österreich parallel praktisch vor knapp 100 Jahren erst eingeführt worden. Und das waren die Jahre 18, 19, also mitten im Leben Edith Steins. So danke ich Ihnen, Frau Dr. Beckmann-Zöller, dass Sie sich bereit erklärt haben, hier einen Beitrag zu leisten und zu informieren über eine Seite Edith Steins, die nicht so bekannt ist. Wirklich, ich bin auch sehr gespannt. Sie werden sicher auf diesen Artikel eingehen, weil Sie es auch in Ihrer Vorstellung erwähnen. Das finden Sie übrigens in dem Buch, im letzten Band der Edith Stein Gesamtausgabe, das ebenfalls vor wenigen Jahren, 2 Jahren, glaube ich, erst erschienen ist. Ein letztes Jahr. Oder letztes Jahr sogar, genau. Im Januar letzten Jahres, ja. Sehr schön, dass es erscheinen durfte. Da kommt Ja. als Ergänzung, als Zusatz zu der an sich schon abgeschlossenen Gesamtausgabe, aber doch nicht ganz abgeschlossen, weil Sie sehen, es war genug da zum Schreiben. Nach dem 27. Band noch das 28. Und wer weiß, ob noch etwas aufscheint von den verschiedenen Nachlässen, die noch nicht bearbeitet sind, sind noch Hoffnung von den Menschen, die mit ihnen Kontakt hatten. Über Frau Dr. Beckmann-Zöller, vielleicht kurz habe ich schon erwähnt, also Vizepräsidentin der Edith Stein Gesellschaft Deutschland und freiberufliche Religionsphilosophin, aber an der Stiftungshochschule in München tätig, also als Dozentin und für uns, für Edith Stein-Liebhaber, Kuratorin mehrerer Bände der Edith Stein Gesamtausgabe. Also wirklich eine Kennerin. Und ich freue mich auf Ihren Vortrag. Noch einmal vielleicht für diejenigen, die sich erst jetzt gemeldet haben. Während des Vortrags bitten wir, das Audio stumm zu schalten. Und nachher aber wird sehr wohl, und das ist wichtig, die Möglichkeit sein, Fragen zu stellen.
um ins Gespräch zu kommen, und da sollen Sie sich natürlich dann wieder hörbar machen. So wünsche ich Ihnen noch einen spannenden Vortrag. Ja, vielen Dank, Pater Roberto. Dann übernehme ich, oder? Übernehmen Sie bitte. Ja, ich freue mich, dass ich dabei sein kann in der großen Vortragsreihe, die Sie geplant haben, Pater Roberto. Und ja, schauen wir mal, wie das geht heute mit der PowerPoint nebendran. An der Hochschule darf ich auch per Zoom unterrichten und hoffe, dass es so geht, dass man mich gut hören kann. Ich lade auch ein, dass Sie Ihre Bilder anschalten, dass ich ein paar Gesichter sehen kann. Gott sei Dank sehe ich auch schon ein paar Gesichter neben meiner PowerPoint-Präsentation. Es lässt sich einfach leichter sprechen, wenn man ein bisschen was ja auch vom Antlitz des anderen sieht. Ja, die heilige Patronin Europas, Edith Stein, ist auch nach ihrem Tod 1942 in Auschwitz noch recht lebendig. Es tauchten zumindest im Sommer 2018 genau das auf, was Pater Roberto gerade schon geschildert hat, eben eine neue Spur. Unser Bearbeiterteam der Edith Stein Gesamtausgabe meinte, wir hätten alles zusammen für den Band 28, waren gerade schon fast druckreif, als wir die Nachricht bekamen aus dem Kölner Archiv, dass die Amerikanerin Carolyn Beard eine neue Entdeckung gemacht hat. Also ich erzähle so ein bisschen den Hintergrund dieses Artikels, um den es heute Abend gehen soll. Sie war in Auschwitz auf Hinweise gestoßen, dass in Breslau, Wrocław, noch ein Artikel aus der Feder Edith Steins zu finden sei, der bisher nicht bekannt war. Zuvor hatte ihm bereits 2006, also 2018, davor 2006, der Historiker und Auschwitz-Überlebende Wacław Długoborski, Entschuldigung, mein Polnisch ist nicht gut, in Zusammenarbeit mit Krzysztof Popinski auf einem Symposium in Auschwitz erwähnt. Da jedoch diese Untersuchung zu Edith Steins politischem Engagement in Breslau 1918-19 unter dem Titel Gott in Auschwitz erschien, und zwar 2010, blieb der Fund so lange unentdeckt. Wir dachten also nicht, dass im Band Gott in Auschwitz etwas über Edith Stein und ihre politische Aktivität in Breslau zu finden wäre. Das war ein großer Fehler. Diesen Umständen, dass zum Beispiel die Kommunikation also zwischen Polen und Deutschen interessanterweise am besten über eine Amerikanerin gelang, also diesen Umständen verdanken wir es, dass tatsächlich wir diesen neuen Beitrag heben konnten, rechtzeitig, damit er noch in die Gesamtausgabe kommt. Ja, und darum geht es eben heute Abend. Jetzt funktioniert es. Edith Steins parteipolitisches Engagement, und wir haben jetzt 102 Jahre in Deutschland und 103 Jahre Wahlrecht für Frauen in Österreich. Ja, das politische Engagement Edith Steins ist bisher wenig erforscht. Pater Roberto hat es bereits erwähnt. Neu zutage getreten ist, dass Edith Stein sowohl Gründungsmitglied der liberalen DDP, also Deutsche Demokratische Partei, in Breslau war, am 22.11.1918, als auch, dass sie Mitglied im Vorstand war. Es waren allerdings 50 Personen im Vorstand. Insgesamt gehörten diesem Parteivorstand 8 Frauen an, also Edith Stein war eine von den 8. Und dann gab es eben noch 42 Männer. Unter anderem war auch dabei Paula Ollendorf, sie starb 1938, die auch stellvertretende Vorsitzende der Breslauer Ortsgruppe des Jüdischen Frauenbunds war und erste Frau im Breslauer Stadtrat. Und Gertrud Stein, die nicht mit Edith Stein verwandt ist, aber wir kennen sie aus SK1, aus ihrer Autobiografie. Und zwar begegnete Edith Stein ihr beim Lazaretteinsatz 1915 im Ersten Weltkrieg. Also die haben sich dann 2015 kennengelernt und 2018 waren sie dann Ende des Jahres zusammen im Parteivorstand der liberalen DDP. Kopfüber, schreibt Edith Stein, habe sie sich in die Politik gestürzt. So schrieb sie an Roman Ingarden, ihren polnischen Freund, am 18. November 1918. Bisher ruhte ihr politisches Interesse eher passiv, neben ihrer philosophischen Arbeit.
Nun bot sich ihr die Möglichkeit, die deutsche Politik und damit Europas Zukunft mitzugestalten, wofür sie den Schwerpunkt verlagerte und die Philosophie für einige Monate in den Hintergrund rückte. Edith Stein wollte direkt nach Kriegsende und im Trubel der Novemberrevolution lieber bei ihrer Familie in Breslau als allein in Freiburg sein. Zum einen lag ihr daran, sie war zu der Zeit nicht mehr bei Husserl angestellt, muss man sagen. Sie hatte ja bereits im Februar gekündigt, lebte aber in der Zeit in Freiburg und arbeitete dort wissenschaftlich weiter. Zum einen lag ihr daran, ihre Mutter zu beruhigen, zum anderen sich der Herausforderung zu stellen, dem Volk, das sie lieb hat, wie sie schreibt, aktiv eine neue Lebensform zu schaffen. Hauptziel ihrer politischen Betätigung war es nun, über das Wahlrecht für Frauen aufzuklären, die erstmalig aktives und passives Stimmrecht besaßen. Dafür hatte Stein bereits während ihrer Studienzeit in Breslau gekämpft. Sie schreibt, aus einem starken sozialen Verantwortungsgefühl heraus trat ich auch entschieden für das Frauenstimmrecht ein. Das war damals innerhalb der bürgerlichen Frauenbewegung noch durchaus nicht selbstverständlich. Der Preußische Verein für Frauenstimmrecht, dem ich mit meinen Freundinnen beitrat, weil er die volle politische Gleichberechtigung für die Frauen anstrebte, umfasste überwiegend Sozialistinnen. Mit denen verband Edith Stein keine gemeinsamen Überzeugungen. Zwar fühlte sie sich von einem chauvinistischen Nationalismus abgestoßen, wie sie schreibt, dazu später mehr, doch war sie ebenso fest, Zitat, von dem Sinn und der natürlichen wie geschichtlichen Notwendigkeit einzelner Staaten und verschieden gearteter Völker und Nationen überzeugt. Darum konnten, so reflektiert sie in ihrer Autobiografie von 1933, sozialistische Auffassungen und andere internationale Bestrebungen niemals Einfluss auf mich gewinnen. Sie habe auch schon während des Studiums ein Gefühl für die Solidarität der Menschheit, aber auch der engeren Gemeinschaften gehabt. Zu den rein theoretischen Erwägungen kam als ein persönliches Motiv, schreibt sie, eine tiefe Dankbarkeit gegen den Staat, der mir das akademische Bürgerrecht und damit den freien Zugang zu den Geistesschätzen der Menschheit gewährte. Alle die kleinen Vergünstigungen, die uns unsere Studentenkarte sicherte, die billigen Theater- und Konzertkarten und dergleichen, sah ich als eine liebevolle Fürsorge an, die der Staat seinen bevorzugten Kindern angedeihen ließ. Und sie erweckten in mir den Wunsch, später durch meine Berufsarbeit dem Volk und dem Staat meinen Dank abzustatten. Zitat Ende. Ein interessanter Gedanke. Heute wird oft von Studenten das so selbstverständlich genommen, als hätte man ein Recht auf Vergünstigungen. Und hier noch diese Dankbarkeit, dass man ja vom Staat fürsorglich etwas sozusagen zur Verfügung gestellt bekommt, ein Eintrittsrecht in die bürgerliche Gesellschaft. Als eine Form dieses Dankes gegenüber dem Staat lässt sich Edith Steins Engagement im Ersten Weltkrieg als Lazarettschwester 1915 beim Deutschen Roten Kreuz in Mährisch-Weißkirchen verstehen. Als andere dieses Dankes die politische Tätigkeit in Breslau 1918-19. Sie war motiviert, aus Liebe zum deutschen Volk, wie sie schreibt, aktiv zu helfen, die politische Ordnung wiederherzustellen. Dennoch hegte sie nebenbei auch manch trübe Gedanken, so schreibt sie an Roman Ingarden, ob es für Deutschland, so ausgeblutet, wie es im Moment sei, überhaupt noch eine Zukunft geben kann. Also hin und her zwischen starker Motivation, zu ordnen, zu helfen und auf der anderen Seite aber auch immer wieder Verzweiflung, trübe Gedanken. Neben der politischen Tätigkeit versuchte Edith Stein täglich, wie sie schreibt, wenigstens einige Stunden für philosophische Arbeit zu retten. Hieran wird deutlich, dass sie kaum vorhatte, die Philosophie an den Nagel zu hängen und die Politik zu ihrem Beruf zu machen.
Sie scheint deutlich zu spüren, dass die politische Arbeit eine zeitlich begrenzte Aufgabe ist und ihre eigentliche Berufung in der philosophischen Arbeit liegt. Das politische Leben bezeichnet sie als ein Leben der absoluten Dekonzentration, das sie, Zitat, auf die Dauer einfach nicht aushalten würde, so äußert sie sich gegenüber Roman Ingarden. Zwar war Edith Steins politisches Engagement intensiv, doch dauerte es nur wenige Monate an, von November 1918 bis zum Frühjahr 1919. Sie beklagt sich bereits Ende Dezember 1918 darüber, dass ihr das übliche Handwerkszeug dazu völlig fehle. Zitat, ein robustes Gewissen und ein dickes Fell. Sie habe die Politik satt bis zum Ekel, müsse aber noch eine Weile aushalten, weil es zu viel notwendige Arbeit gibt. Im Laufe dieses Frühjahres bemerkte Edith Stein, dass nun andere Frauen die anfallende Arbeit tun konnten und sie sich von der Verpflichtung, dem Staat beim Aufbau einer neuen politischen Gestalt zu dienen, nun frei fühlte, sodass sie sich wieder ihrer eigentlichen Berufung, der Philosophie, zuwenden konnte. Ich werde noch genauer etwas sagen zur Datierung, aber bisher habe ich erstmal diese Zeit eben November bis Frühjahr und da kommt dann noch mal eine Information dazu. Genau, zur nächsten Folie. Edith Steins politisches Interesse. Fokussiert durch ihre Freundschaft mit dem polnischen Phänomenologen Roman Ingarden, hegte Edith Stein die Hoffnung auf ein neues Mitteleuropa, in dem Deutsche und Polen in enger Nachbarschaft friedlich miteinander wohnen würden. Ich glaube, es wird noch einen Vortrag auch zu Roman Ingarden und Edith Stein geben. Da wird das dann näher beleuchtet. Hier ein selteneres Foto von Roman Ingarden, das man nicht so oft sieht. Edith Stein hatte in Göttingen beim Historiker Max Lehmann europäisch zu denken gelernt, über die Grenzen eines preußischen Patriotismus hinaus. Nun wollte sie sich einsetzen für ein Kulturinstitut in Breslau, in dem über wirtschaftliche Zusammenarbeit hinaus polnische und deutsche Literatur zum Verständnis der jeweils anderen Volksseele gelesen werde. Ihr politisches Engagement entstamme eben ihrer Liebe zur Seele der Völker, schreibt Edith Stein. Gewiss, ich liebe die Realität, aber nicht schlichtweg, sondern eine ganz bestimmte, die menschliche Seele, die der Einzelnen und die der Völker. Ich bin eine unverbesserliche Idealistin und meine ganze politische Tätigkeit wird darauf gerichtet sein, den idealen Gesichtspunkten in der Praxis Geltung zu verschaffen. Zitat Ende. Also sie liebt die menschliche Seele, die der Völker. Ein ungewohnter Gedanke für uns, dass es eine deutsche Seele, eine polnische Seele gibt. Dieser Zeit aber ein sehr wichtiger Gedanke und für Edith Stein eben auch über die Literatur als Germanistik-Studentin ein wichtiger Gedanke. Ohne Scheu diskutierte Edith Stein mit Roman Ingarden auch die Abtrennung Oberschlesiens von Deutschland und im November 1918 den Lemberger Judenmord. Sie schreibt, es sieht doch unleugbar so aus, als ob jetzt, wo unsere, also Deutschlands, Macht zusammengebrochen ist, alles erbarmungslos über uns herfiele, um ja auch noch das letzte bisschen Leben zu ersticken. Dass wir selbst gesündigt haben, weiß ich. Und ich betone immer, dass wir kein Recht haben, uns zu beklagen. Aber gerade wenn man sich in die Lage der anderen versetzt, muss man doch sagen, dass man es in ihrem eigenen Interesse nur aufs Tiefste beklagen muss, wenn sie den erlittenen Schaden mit Zinseszins vergelten und sich durch solche Abscheulichkeiten besudeln. Die politischen Schwierigkeiten bzw. Feindseligkeiten zwischen den beiden Völkern konnte Edith Stein ansprechen, weil ihr die persönliche Freundschaft mit Ingarden als das feste Fundament erschien, das auch durch die unterschiedliche Perspektive nicht verrückt werden konnte. Edith Stein als liberale Parteipolitikerin.
Dass Edith Stein die DDP, eine liberale Partei, für ihre politische Betätigung wählte, lag sicher an der Prägung durch ihr Elternhaus. Denn ihr Bruder Arno war ein eifriger liberaler Politiker, schreibt sie in ihrer Autobiografie. Und zu Hause wurden nur liberale Zeitungen gelesen. Das war ein Gegengewicht, schreibt sie, gegen den offiziellen Hurra-Patriotismus. Zum Beispiel der übertriebenen Feiern des Sieges über die Franzosen 1871, die sie noch während ihrer Schulzeit, also bis 1910, verpflichtend mitmachen musste. Zwar war sie beileibe keine Pazifistin, sie jubelt im Ersten Weltkrieg, zumindest zu Anfang, doch empfand sie die triumphalistischen Feiern noch 40 Jahre nach dem Sieg als unritterlich einem bezwungenen Gegner gegenüber. Zum anderen lagen ihr liberale Ideen aufgrund ihres theoretischen Interesses an der Idee der Freiheit nahe, das sich später in ihren Arbeiten niederschlagen sollte. Neben einigen Professoren und Lehrern Edith Steins waren auch ihre Freundinnen Rose Gutmann und Lili Plateau Mitglieder in der DDP geworden, sowie auch aus Edith Steins Familie ihre Schwester Erna und deren zukünftige Schwiegermutter Dorothea Bieberstein. Zwar war Hans Bieberstein, Edith Steins Verlobter, politisch Monarchist und zeigte nach seiner Heimkehr aus dem Ersten Weltkrieg Ende Dezember, zeigte sich sehr erstaunt, dass sowohl seine Braut als auch seine Mutter der DDP beigetreten waren. Bei der Wahl, so Edith Stein in ihrer Autobiografie, entschied er sich dann dennoch ebenfalls für diese Partei. Die DDP, eine Vorläuferpartei der Freien Demokratischen Partei Deutschlands, FDP, war eine linksliberale Partei, die 1918 gegründet wurde von dem Schriftsteller und Publizisten Theodor Wolff, dem Soziologen Max Weber sowie dessen Bruder, dem Nationalökonom und Soziologen Alfred Weber und dem Staatsrechtler Hugo Preuß. Vorsitzender war ab Juli 1919 der Sozialpolitiker, vorher evangelischer Pfarrer, Friedrich Naumann, der maßgebliche Verfasser des Parteiprogramms, das eine parlamentarische Demokratie und Sozialreformen vorsah. Jedoch verstarb Naumann zu früh, schon im Sommer 1919, um weiter durch seinen bekannten Namen für die Partei werben zu können. Auch der andere Prominente, Max Weber, verstarb ebenfalls zu früh im Sommer 1920. Und ein weiteres Aushängeschild der DDP, der Reichsaußenminister Walter Rathenau, fiel leider schon 1922 in Berlin-Grunewald einem Attentat zum Opfer. Es blieb eben ein grundsätzliches Problem der Liberalen, dass sie eben zudem, dass sie keine Aushängeschilder mehr hatten, keine Intellektuellen, die bekannter waren, dass sie dann zusätzlich auch noch aufgespalten waren in die nationalliberale Gustav Stresemann-Partei, also die Deutsche Volkspartei, DVP, und die kleinere DDP, die also jeweils immer gleich viel Stimmen erhielten. Also keine große Chance, diese Partei voranzubringen. In der ersten reichsweiten Wahl nach der Novemberrevolution 1918, am 19.01.1919, konnten Frauen und auch Soldaten zum ersten Mal sich aktiv und passiv nach dem Verhältniswahlrecht beteiligen. Ziel war die Bildung der verfassungsgebenden Weimarer Nationalversammlung. Eine demokratisch legitimierte Regierung sollte den zuvor nach der Novemberrevolution gebildeten Rat der Volksbeauftragten ablösen. Von den 300 Frauen, die bei der Wahl kandidierten, zogen 37, also 8,7%, weibliche Abgeordnete in die Versammlung ein, neben 386 Männern. 37 Frauen, 386 Männer. Die Wahlbeteiligung lag bei 83%. Die Stimmen und Sitze für Frauen verteilten sich folgendermaßen. Der SPD, Sie können es ja mitlesen, hatten wir also 37,9%. Davon waren also von den 165 Mandaten 19 Frauen. In der USPD, das war die unabhängige, eine Abspaltung der SPD, unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands,
7,6%, 22 Mandate und davon 3 Frauen. DDP 75 Mandate, 5 Frauen. Vom Zentrum, das Katholische 91 Mandate, 6 Frauen. Die Deutschnationale Volkspartei 10%, 10,3, 44 Mandate und 3 Frauen. DVP 19 Mandate, 1 Frau. Man sieht also kein so großer Erfolg, aber es waren zum ersten Mal Frauen auch aktiv dabei. Am 26.01. fand dann gleich noch die Wahl zur preußischen Landesversammlung statt. Und zum ersten Mal kam, wie auch bei der deutschlandweiten Wahl, nicht das Dreiklassenwahlsystem, sondern eben das allgemeine gleiche geheime Wahlrecht für Männer und Frauen zum Einsatz. Von diesen 401 Abgeordneten wurden 26 Frauen gewählt. Die Wahlbeteiligung lag bei 74%. Und Sie sehen auch hier wieder die Verteilung. Die lese ich jetzt nicht ganz vor. Also jeweils 2 Frauen, 1 Frau, 3 Frauen. Im Zentrum eben sogar 5 Frauen, aber von 93 Mandaten wenig, wenig, wenig. Aber immerhin. In ihrer Autobiografie von 1933 beschreibt Edith Stein die weitere theoretische Entwicklung ihrer politischen Ideen. Wir kommen gleich noch auf ihren Blick auf dieses Wahlergebnis zurück, aber zunächst allgemein beschreibt sie, wie hat sie sich selbst weiterentwickelt hinsichtlich der politischen Ideen. Eben, sie bewegte sich wieder weg von ihren liberalen Überzeugungen. Zitat: Mehr und mehr machte ich mich auch von den liberalen Ideen frei, in denen ich aufgewachsen war, und kam zu einer positiven, der konservativen nahestehenden Staatsauffassung, wenn ich mich auch von der besonderen Prägung des preußischen Konservativismus immer frei hielt. Wir können das gerne auch im Anschluss noch mal näher diskutieren. Edith Steins parteipolitische Aktivitäten. Was hat sie jetzt konkret getan? Vor allem war sie mit der Parteigründung beschäftigt, schreibt sie an Roman Ingarden, und außerdem mit der Aufklärungsarbeit, die notwendig war, um die Frauen überhaupt an die Wahlen heranzubekommen. Man muss sich das vorstellen, die Frauen waren es nicht gewohnt. Und erstmal Demokratie wirklich zu lernen. Ich muss mich beteiligen, ich muss mich herauswagen, ich muss suchen nach einer Meinung. Das war also tatsächlich eine wichtige Arbeit für Edith Stein. Ihr Parteiengagement bestand darin, politische Reden zu halten. Das war das Allerwichtigste. Edith Stein kann man sich kaum vorstellen, aber sie sprach eben, hier ist ein Symbolbild sozusagen, sie sprach nicht vor diesen großen Massen, sie sprach in Gasthäusern, aber sie sprach eben tatsächlich auch in einem Stil, den wir sicher von ihr nicht kennen. Es wäre schön, es hätte da eine Rundfunkaufnahme gegeben, gibt es leider nicht. Zudem befasste sie sich mit der Abfassung von Flugblättern und ähnlichen Scherzen. Dieses Zitat ist schon länger bekannt, das schreibt sie an Ingarden. Und sie setzte sich in der Versammlung der demokratischen Jugend dafür ein, die jungen Menschen stärker innerhalb der Partei zu sammeln. Die Flugblätter und Plakate für ihre Wahlreden befinden sich eben auch jetzt in SK 28 im Dokumentarteil. Edith Stein hielt Anfang Januar 1919 mehrere politische Wahlkampfreden in Breslau und in der Provinz. Dabei wissen wir nicht, was damit gemeint ist, wo sie noch überall gesprochen hat. In der Breslauer Zeitung zumindest finden sich 4 Vorträge Edith Steins angekündigt und dokumentiert. Am 2. Januar 1919 sollte sie über die Frau in der Nationalversammlung sprechen, was jedoch, ohne dass die Breslauer Zeitung Gründe nennt, abgesagt wurde. Am 6. Januar 1919 hielt sie dann eine Rede zum Thema: Warum müssten sich die Frauen der Deutschen Demokratischen Partei anschließen? Und am 9. Januar war sie dann für die Moderation eines geselligen Abends verantwortlich. Am 10. Januar wiederum eine weitere politische Rede ohne Titel. Edith Stein warb in ihren politischen Vorträgen nicht nur für das Frauenwahlrecht, sondern sie stellte am 6. Januar eben auch die Ziele dieser neuen politischen Partei vor. Sie legte die Fehler der ehemaligen Politik offen. Sie erläuterte das Parteiprogramm, unter anderem auch Wilsons Idee eines Völkerbundes
und betonte, die Deutsche Demokratische Partei müsse gemeinsam mit Sozialdemokraten und mit Nationalliberalen die Spaltung überwinden, die zwischen den Ständen besteht und zwischen den Konfessionen. Übrigens, genau, das muss ich noch ergänzen, Edith Stein war schon Christin. Also sie ist schon konvertiert in der Zeit, nur noch nicht in eine Kirche eingetreten. Also sie schreibt im Oktober, also kurz vor dieser politischen Phase, dass sie sich schon bewusst zu einem Christentum durchgerungen hat, zu christlichen Überzeugungen, aber eben noch nicht für eine Konfession. Die Entscheidung fällt sie dann erst 3 Jahre später, 1921. Und vollzogen wird es am 01.01.22. Genau, also hier spricht sie auch über die Überwindung der Konfessionen, die Spaltung in den Konfessionen. Zudem wandte sie sich gegen übertriebene Lohnforderungen. Das wissen wir alles aus den Zeitungsausschnitten, aus den kleinen Berichten in der Breslauer Zeitung, wo man das also im Breslauer Archiv genau nachlesen kann. Und sie wendete sich gegen die Verstaatlichung der Industrie und dann motivierte sie noch die Frauen, sich der DDP anzuschließen. Am 6. Januar ging Edith Stein auf 3 wichtige Teile des Wahlprogramms ein, berichtet die Zeitung. Einheit und Gleichheit, die Funktion der Religion und das Problem der Verstaatlichung. Also es ist interessant, wir wüssten da natürlich gerne mehr. Leider gibt es kein Redemanuskript, es gibt nur eben diese Dokumentation in der Breslauer Zeitung, dass sie also von der Funktion der Religion bereits gesprochen hat. Edith Stein betonte die Rolle der Religion als Fundament der neuen Staatlichkeit, ähnlich wie auch in der Erklärung der DDP vom 5.1. aufgeführt wurde. Ich zitiere, die DDP fußt auf dem Grundsatz, dass die Religion auch die Grundlage des neuen Staates bilden müsse, denn die Ziele der neuen Zeit seien nur zu verwirklichen durch werktätige Nächstenliebe. Während die Liberalen 1914 noch feindlich gegenüber Religion eingestellt waren, betont die DDP nun und mit ihr Edith Stein am 6. Januar die völlige Toleranz für die Ausübung religiöser Praktiken. Allerdings kritisierte Edith Stein die Abhängigkeit der Kirche vom Staat, wie wir aus der Breslauer Zeitung vom 8.1. erfahren. Also sie ist noch ganz frisch in ihren christlichen Ideen, die eben noch nicht verleiblicht sind, die also noch nicht mit einer konkreten Kirche zu tun haben. Und von daher hat sie da auch noch, denke ich mal, nicht so den Einblick, übernimmt da das Parteiprogramm, ohne dass sie da weiter wahrscheinlich die Zeit hatte, tiefer zu reflektieren oder zu lesen. In der Schlesisch-Lausitzer Sammlung der Universitätsbibliothek Wrocław, Breslau, befinden sich mehrere Flugblätter der Deutschen Demokratischen Partei, von denen einige wohl aus der Feder Edith Steins als Allein- oder Mitautorin stammen. Sie sind jedoch alle anonym verfasst, daher bleibt es unsicher, ob und welche von Edith Stein sind. Zum Beispiel Frauen, die ihr nach so viel Hass und Blutvergießen nichts sehnlicher wünscht als den inneren Frieden, schließt euch der Deutschen Demokratischen Partei an und werbt für sie. In der Jugendbewegung der DDP hatte sich Edith Stein mit einem jungen Professor, Erich Obst, zusammengetan. Ich habe kein junges Foto gefunden. Das ist also der alte Professor Erich Obst, mit dem sie eben zusammengearbeitet hat. Sie wollten den alten Herren der Parteiführung zu einer neuen Richtung verhelfen. Innerhalb der Jugend der DDP gab es eine Arbeitsgruppe für Jugendbildung beziehungsweise Abteilung für Religion und Weltanschauung, in der Edith Stein gemeinsam mit dem später bekannten evangelischen Theologen Rudolf Bultmann arbeitete. Das ist also auch ein ganz wichtiges Detail, das ich erst in dieser Arbeit für SK 28 herausgefunden habe. Er war zwar nicht selbst Parteimitglied, eben war damals schon Professor an der Universität Breslau, engagierte sich jedoch als Arbeitsgruppenleiter, weil er mit anderen Mitgliedern der Partei, die ebenfalls evangelische Pfarrer waren, befreundet war. Edith Stein scheint Bultmann bereits gekannt zu haben, denn laut seiner handschriftlich geführten Chronik, das wissen wir also nicht aus der Autobiografie, sondern nur von Bultmann,
und seiner Chronik gehörte Edith Stein seit Ende 1918, also eigentlich parallel zu dieser politischen Arbeit, zu seinem erlesenen Graeca-Kreis. An diesem Griechisch-Lektüre-Kreis des später bedeutenden evangelischen Theologen Rudolf Bultmann, der mit seiner Entmythologisierungsthese weltweit bekannt wurde, nahm außer Edith Stein auch der Religionsphilosoph Heinrich Scholz, der Philosoph Julius Stenzel und Edith Steins Griechischlehrer Konrad Ziegler teil. Nach dieser Zeit im Winter in Breslau nahm Edith Stein ihre Arbeit dann in Göttingen wieder auf an ihrer Habilitation. Doch zuvor erschien ihr Artikel zur Politisierung der Frau im Februar und März, also in 2 Teilen, in der Parteizeitung der DDP. Genau, dieser Artikel erschien und wir wissen nicht, ob sie schon dann in Göttingen war wieder oder also zumindest kurz danach reiste sie wieder nach Göttingen. Mit Mary Heidhus gemeinsam habe ich ja gerade ein kleines Büchlein über Edith Stein in Göttingen herausgegeben. Das ist heute gerade in Druck gegangen und ja, wir warten also auf diese Veröffentlichung. Wir kommen zum nächsten Punkt, zur Politisierung der Frauen. Die Parteizeitung heißt der Volksstaat und es gab also 2 Teile, 10. Februar und 25. März 1919. Da kein Bereich des Lebens mehr ohne Beziehung zur Politik stehe, schreibt Edith Stein, sei eine Politisierung. Das heißt für sie ein Verständnis von Politik in einem ganz allgemeinen Sinne nötig, nicht nur um der Staatsaufgaben willen, sondern auch um das je persönliche Leben auf der Höhe der Zeit führen zu können. Es geht also nicht zunächst darum, sich in der Politik zu engagieren. Also das war für mich zunächst mit diesem Begriff Politisierung verbunden, sondern allein darum, Zusammenhänge zu verstehen. Also Edith Stein legt Wert erstmal auf Bildung und auf das Verständnis, dass Frauen überhaupt Zusammenhänge kennenlernen und verstehen. Schon in diesem Artikel betont Edith Stein den Topos der weiblichen Eigenart, den sie später für die geschlechtsspezifische Erziehung und das Berufs- und Eheleben von Männern und Frauen im Ergänzungsmodell aufgreift. Später kommt Edith Stein in ihren Vorträgen zur Berufstätigkeit der Frau, zwar eher auf Berufe wie Erzieherin, Sozialarbeiterin, Lehrerin und Ärztin zu sprechen, allerdings, anders als Rogoborski behauptet, auch auf den Beruf der Politikerin, indem sie den Eigenwert der Frau fruchtbar zur Geltung bringen kann. Also auch als Politikerin kann Frau ihre Eigenart einbringen in die Gesellschaft. Und zwar nennt sie Politikerinnen Mutter des Volkes. Als Mutter des Volkes können die Frau in den Parlamenten ihren Eigenwert einbringen, wenn sie die Gefahr der Befriedigung von Eitelkeit und von Machtgelüsten kennt und ihr aus der Beziehung zu Christus durch ein christliches Leben entgeht. Das ist also die späte Edith Stein, die ihre Lehrerinnen ausbildet. Und darüber können wir sicher später noch sprechen, inwieweit die Gefahr der Befriedigung von Eitelkeit und Machtgelüsten von heutigen Politikerinnen durchschaut wird. In ihrer Vorlesung Probleme der neueren Mädchenbildung greift Edith Stein, also von 1932, greift Edith Stein den Gedanken der politischen Bildung bzw. Politisierung für alle Frauen auf. Das Wahlrecht der Frauen wird nun vielfach als Wahlpflicht empfunden, schreibt sie. Auch die an sich nicht politisch Interessierten müssen sich heute sagen, dass von dem Gebrauch, den sie von ihren politischen Rechten machen, die Gestaltung der gesamten politischen Lage abhängt. Dass es von dieser Lage wiederum abhängt, ob sie, ihr Mann, ihre Kinder Arbeit und Brot haben werden, ob sie Gelegenheit finden, ihre Geistesgaben auszubilden und auszuwirken, ob sie in ihrem Glauben erzogen werden und leben dürfen. Die Nachkriegsjahre haben gezeigt, dass nicht nur Privatleben und Staatsleben auf Gedeih und Verderb miteinander verkettet sind, sondern auch das Leben des einzelnen Volkes und Staates mit dem der anderen. Die Völker Europas sind miteinander gestürzt. Wir haben die Einsicht, dass sie nur miteinander wieder einen Aufstieg ermöglichen können. Wenn es Frauenberuf ist, das Leben zu hüten, so ist es für sie nicht gleichgültig,
ob Staats- und Völkerleben Formen annehmen, die den Familien, Gedeihen und der Jugend eine Zukunft ermöglichen oder nicht. Auch darüber können wir im Anschluss noch mal ausführlicher sprechen, denke ich. Als aktuelles Beispiel für politisches Engagement von Frauen nennt Edith Stein die Petition der Frauen in Genf am 6. Februar 1932 anlässlich der Genfer Abrüstungskonferenz. So habe sich der Wirkungskreis der Frauen in wenigen Jahrzehnten vom Heim zur Welt erweitert. Die Frauen wurden durch das aktive Wahlrecht von 1919, so Edith Stein 1932, zu einem politischen Machtfaktor, an dem man nicht mehr vorbeigehen konnte. Zudem konnten sie seit 1919 an verantwortlicher Stelle zu Trägern des Staatslebens werden. Dabei seien die aktiven Politikerinnen mehr oder minder für ihren Posten geeignet, ähnlich wie ihre männlichen Kollegen. Also das war ein früher Vorwurf, dass man sagte, naja, die Frauen haben keine Erfahrung und sie sind deshalb eben einfach nicht geeignet. Aber Edith Stein sagt, auch Männer haben wenig Erfahrung und Politik ist allgemein noch sehr neu. Die Demokratie ist so neu, dass eben Männer genauso unerfahren sind. Und man hat eben gerade die Frauen gesucht, die schon Berufserfahrung haben und deshalb eben auch gewöhnt waren, in der Öffentlichkeit zu stehen. Aber natürlich gibt es Dilettanten auf beiden Seiten, sowohl Männer als auch Frauen. Diese Überlegung führt sie dann zu einem Gedanken weiter aus in ihrem Artikel von 1919. Die politische Bildung der Mädchen sei notwendig, um die Politik nicht etwa dilettantischen Kräften zu überlassen. Denn das deutsche Volk sei 1919 erschreckend unreif in die demokratische Staatsform hineingeschleudert worden. In der Mädchenbildungsarbeit sollten also in den Lehrplan Aufbau und Lebensgesetze von Staat und Gesellschaft als Ziel aufgenommen werden. So viel mal dazu. Jetzt möchte ich noch ein bisschen eingehen auf diese These dieser Eigenart, wie also die weibliche Eigenart auch in die Politik eingebracht werden kann. Dazu noch mal grob skizziert, was Edith Stein selber denkt und lehrt in ihren Vorlesungen zur Anthropologie und dann eben auch zur Mädchenbildung. Der Mensch kommt nur als Doppelspezies vor, betont Edith Stein, wobei Mann und Frau auf Ergänzung angelegt sind. Und wir haben die Frage im Hinterkopf, was heißt das in der Politik? Es liegt jeweils ein Sinn in der Geschlechterdifferenz, deren Unterschied biologisch bei 1,5% liegt. Und weil die Differenz einen tiefen theologischen Sinn hat, sollte sie nicht aufgelöst oder leichtfertig verschenkt werden. Wenn wir uns an die biblische Gegebenheit erinnern, im Alten Testament wählt Gott als der Bräutigam, Israel als die Braut. Beide gleich im Personsein, Gott als Person, Mensch als Person, und doch sind sie sich fremd. Gott und Israel, so auch Christus und die Kirche, müssen sich erst kennen und lieben lernen, sich aneinander gewöhnen, wie Ehemann und Ehefrau die Fremdheit Schritt für Schritt überwinden und zu einer erfüllten Intimität zu gelangen. Für Edith Stein haben Mann und Frau die gleiche menschliche Natur, Leib, Seele, Geist. Nach dem Prinzip Anima Forma Corporis, was auch Edith Stein von Thomas von Aquin aufgreift, sind beide aufgebaut. Die Seele ist die Form des Leibes, die Seele gestaltet den Leib. In Mann und Frau wirken die gleichen Kräfte, aber das Maß und das Verhältnis dieser Kräfte sind nach Edith Steins Beobachtung unterschiedlich. Das heißt, Menschen sind nicht nur individuell unterschieden, sondern auch nach Mannsein und Frausein. Auch das Verhältnis von Leib und Geist-Seele ist unterschiedlich bei Mann und Frau. Bei der Frau ist die Bindung an den Leib inniger, betont Edith Stein, als beim Mann. Der Grund für diese innigere Bindung an den Leib ist eben, dass sie fremdes Leben, das Kind, in ihrem Leib tragen kann, auch wenn sie nicht jede Frau aktiv Mutter wird. Also diese Bindung an den Leib ist durch die biologische Vorgabe, das, was Edith Stein phänomenologisch an der Biologie, an der Gestalt von Mann und Frau abnimmt, eben
Also hier geht es um die Bindung an den Leib, die inniger ist. In der Phänomenologie des Mannes, der Frau, spricht Edith Stein von der Eigenart und dem Eigenwert, jeweils von Mann und Frau. Bisher war der Sinn der Zweigeschlechtlichkeit selbstverständlich. Auch zu Edith Steins Zeiten wurde er aber nicht mehr instinktiv gespürt und musste also argumentativ auch neu dargelegt werden. Bereits zu Edith Steins Zeiten in der Frauenbewegung wollte man diesen Geschlechterunterschied, wie wir es heute sehr stark kennen aus der Gendertheorie, wollte man schon aufheben und das gemeinsame Menschsein natürlich zu Recht auch betonen. Aber eben diese Differenz sollte eben also auch mit dem Eigenwert der Frau geleugnet werden. Und da wendet sich Edith Stein schon gegen diese frühe Frauenbewegung, vor allen Dingen sozialistische Frauenbewegung. Und Edith Stein kritisiert, die Frau wollte also werden wie der Mann. Und das könne nicht gut gehen, weil auch in der Politik braucht man gerade den Eigenwert, den nur die Frau einbringen kann. Nach Edith Stein ist die Frau aufgrund ihrer Fähigkeit zur Schwangerschaft, Geburt und zum Stillen auf Personen ausgerichtet. Die Einstellung der Frau, betont sie, ist persönlich. Sie ist an allem, auch in der Politik, mit ihrer ganzen Person beteiligt, hat Interesse an Personen und persönlichem Leben. Sie ist auf Ganzheit und Geschlossenheit aus. Der große Wert der weiblichen Eigenart liegt also in dieser Ausrichtung auf die Person. Und da die Person immer höher als die Sache steht, hier wird Edith Stein sehr plakativ, hat die weibliche Berufung einen hohen Eigenwert. Umgekehrt wird genau dies zu wenig anerkannt, zu wenig entlohnt, wenn wir an die Entlohnung für Erzieherinnen denken. Warum hat die Person einen höheren Wert als die Sache? Edith Stein schreibt, alle Wahrheit will von Personen erkannt, alle Schönheit von Personen geschaut und genossen sein. Alle sachlichen Werte sind in diesem Sinne für Personen da. Und hinter allem, was in der Welt an Wertvollem zu finden ist, steht die Person des Schöpfers, der alle erdenklichen Werte als ihr Urbild in sich schließt und überragt. Hier können wir vielleicht diskutieren, wie das zu verstehen ist heute, wenn viele verzichten wollen auf Kinder, um das Klima, um die Welt zu retten. Also eine Sache, einen sachlichen Wert, natürlich einen lebendigen Wert, die Schöpfung zu retten, aber eben auf Kosten von weiteren Personen, denen sie neues Leben schenken wollen. Das wäre also quasi die umgekehrte Werterichtung, die Edith Stein einnimmt. Ziel der Geschlechterentwicklung ist nach Edith Stein der Mensch, in dem Gottes Bild in möglichster Reinheit entfaltet ist, in dem die Gaben, die der Schöpfer in ihn gelegt hat, nicht verkümmern, sondern aufblühen und in dem die Kräfte in der Ordnung stehen, die Gottes Bild entspricht und von Gott gewollt ist. Der Wille von der Erkenntnis geleitet und die niederen Kräfte von Erkenntnis und Willen gezügelt. Die Frau ist nicht nur fähig zur Mutterschaft, sondern auch zur Gefährtin für einen Mann in der Ehe, aber auch im Beruf. Sie gibt nicht nur ihrem Ehemann, sondern Menschen insgesamt Halt und Stütze. Was sie besonders gut kann, ist teilen, mitteilen, Anteil nehmen. Dazu muss sie allerdings selbst feststehen, innerlich in Ordnung und im Gleichgewicht sein. Die Frau als potenzielle Mutter ist besonders begabt darin, so Edith Stein, anderen zu ihrer Entfaltung zu helfen. Sie hat eine natürliche Einfühlungsgabe in fremde Wesen, in fremde Bedürfnisse, ist anpassungsfähig und auch anpassungswillig. Hier geht es natürlich nicht nur um eine einzelne Frau, vieles von dem kann natürlich ein Mann genauso, aber Edith Stein versucht hier plakativ erstmal zwei Typologien aufzurufen. Hier geht es darum, wahres Menschsein in sich und in anderen zur Entfaltung zu bringen. Um andere Menschen zu hegen und hüten, das, was Mütter tun mit ihren Kindern, was wir kennen eben, wir wollen, dass die Kinder gedeihen, dass das hervorbrechen kann in ihnen, was ihre Begabung ist.
Dazu muss die Mutter selbst ein wahrer Mensch sein, also selbst in sich stehen, selbst in sich geklärt sein. Grundsätzlich geht Edith Stein von der biologischen Tatsache aus, dass eben die Mutterschaft physisch in enger Bindung an das Kind steht, viel enger als die Vaterschaft, die biologisch nur einen kurzen Moment der Zeugung beinhaltet. Die lange Schwangerschaft und das Leben mit dem Kleinkind zieht für die Frauen enge Grenzen um ihr Leben mit dem kleinen Menschen, aber sie hilft zur Entfaltung, weil alles langsamer geht. Die Frau braucht als Mutter Zähigkeit, Ausdauer, Widerstand, das Ertragen von Schmerzen. Ihre Tätigkeit ist eben auf das Sorgen, Wärmen, Nähren, Pflegen gerichtet. Und die seelische Ausstattung stützt sie in diesen leiblichen Vorgaben. Und diese Vorgaben, sagt Edith Stein, sind es, die in die Politik eingebracht werden sollen. Die Gefahr der Frau liegt in ihrem natürlichen Hang auch zur Sündhaftigkeit, ihre eigene Person mehr in den Mittelpunkt zu stellen, sich und andere damit zu beschäftigen. Sie kann eine Sucht nach Liebe und Bewunderung entwickeln, was oft einhergeht mit der Unfähigkeit, Kritik zu ertragen, weil sie es als Angriff auf die eigene Person versteht. Das ist besonders in der Politik hinderlich und daher sicher auch etwas, was viele Frauen auch entmutigt, in der Politik tätig zu sein. Ja, oft ist der Blick der Frau durch blinde weibliche Liebe im Urteil getrübt und sie neigt zur Neugier, will in das Leben anderer eindringen, Menschen in Beschlag nehmen. Positiv, Edith Stein findet immer das Positive und Negative jeweils gegenüber. Positiv ist das ihre Fähigkeit zur Hingabe. Negativ daran jedoch, dass sie andere so in Beschlag nimmt, dass es den anderen nicht gerecht wird, aber auch ihr selber nicht gerecht wird. Sie bleibt dann für andere Aufgaben unfähig. Ein verkehrtes Verlangen nach Ganzheit und Geschlossenheit bedeutet, dass die Frau überall Bescheid wissen will, nicht die Frau, aber eine Frau, die nicht in sich steht und geklärt ist, sich jedoch in nichts vertiefen möchte. Hier sagt Edith Stein, die Gefahr für Frauen ist gerade die Oberflächlichkeit und die Vielbeschäftigtheit. Genau. Während der Mann primär für den Beruf steht, da durch das Leibliche nur den kurzen Moment der Beteiligung am Entstehen des neuen Lebens ist ihm das Vatersein sozusagen sekundär. Für die Frau jedoch das Muttersein primär und sekundär ist für sie das Berufsleben, auch eben theologisch die Herrschaft über die Erde zu haben. Gott hat also sowohl Mann und Frau, betont Edith Stein, diesen Auftrag, diesen Kulturauftrag gegeben, aber eben für die Frau ist nochmal das neue Leben enger an sie gebunden, daher ihr Primärauftrag. Aber die Frau ist berufen, das gesellschaftliche und politische Leben eben auch durch ihre weibliche Eigenart mitzugestalten und umgekehrt nicht sich formen zu lassen von diesem Berufsleben oder auch gesellschaftlichen Leben. Ein zentraler Satz Edith Steins lautet, keine Frau ist ja nur Frau, sondern zunächst Mensch, dann Frau, dann Individuum. Die Ergänzung dazu hat Edith Stein nicht ausformuliert. Man könnte sie ergänzen, kein Mann ist nur abstrakt Mensch, sondern auch Geschlechtswesen Mann und damit durch die Perspektive von Frauen zu ergänzen und dann auch Individuum. Der Mann erfährt, laut Edith Stein, durch die Unterwerfung unter ein Sachgebiet leicht eine einseitige Entwicklung. Daher eben Einseitigkeit ist seine Gefährdung, obwohl er dabei zugleich zu Höchstleistungen fähig ist. Der weiblichen Spezies entspricht die Einheit und Geschlossenheit. Die Frau möchte also ganzheitlich und harmonisch sucht sie die Entfaltung der Kräfte, während beim Mann Edith Stein eher die Steigerung einzelner Kräfte beobachtet. Ja, die Sache auf der Seite des Mannes und auf der Seite der Frau eher, sie stellt sich auch in die Sache, aber um Personen willen. Und der entfaltete Mann, der eben auch das Persönliche, das Personale
ergänzt, integriert in seinem Leben. Das wäre sozusagen der Gentleman im Sinne des John Henry Newman. Edith Stein betont auch vom Biologischen wieder her, von der äußeren Phänomenologie des Mannes, seine größere Kraft, die er zum Kampf benötigt, Angriff und Verteidigung, um die schwangere Frau, die stillende Frau und die kleinen Kinder, aber auch den Alten Schutz zu bieten. Der Mann sorgt in der christlichen Ehe für die Gesundheit des ganzen Organismus und kümmert sich um sozusagen die berufliche Seite, die materielle Grundlage für die Familie und stützt die Mutter in dieser Ergänzung. Dabei ist er nicht so sehr auf das personale Sein ausgerichtet, auf das eigene, aber auch nicht auf das andere. Hier kommen wir auch zur Gefahr für den Mann, für die männliche Eigenart, wäre eben, dass ihm die Begierde den Erkenntnisblick trüben kann. Statt Freude am Geschaffenen ist er in der Gefahr, die Dinge gierig auszunutzen, zu zerstören, in einem sinnlosen Erwerben. Im Extrem neigt man dazu, die Natur, die Umwelt zu entstellen. Natürlich auch die Frau, die sich diese Eigenart mit zu eigen gemacht hat, zu zerstören, um sich stattdessen Zerrbilder zu erschaffen. Gegenüber der Frau kann der Mann Sklave werden, eben Sklave der Sklavin, die er unterworfen hat, wenn er selbst Sklave der sexuellen Begierde wird. Ja, und für den Mann ist es eben eine Gefahr, zu wenig in die Erziehung der Kinder zu investieren, zu wenig Sorge für Mutter und Kinder zu tragen, bis dahin, dass er nur zeugt und die Mutter verlässt, dass er den Sex missbraucht zur eigenen Befriedigung. Auch das betont Edith Stein. Es geht um die verantwortliche Sorge füreinander. Oder er übernimmt die materielle Sorge, trägt aber nicht zur Erziehung bei. Der Mann hat also die Aufgabe, die Frau als Mutter der Kinder zu ehren. Und dabei bedeutet seine Vaterschaft, dass er das Neue und Eigene der Kinder heranwachsen lässt, nicht vernachlässigt, nicht im Keim erstickt. Jetzt kommen wir zum Schluss. Worauf läuft nun Edith Steins Bild von Mann und Frau und der jeweiligen Eigenart hinaus und wie kann man das in die Politik einbringen? Es geht ja nicht um ein Aufholen oder Überholen des Mannes. Nicht die Frau soll nun nachholen, was sie in der Geschichte zuvor verpasst hat, sondern beide, Mann und Frau, lernen aneinander, ergänzen einander, eben auch in der Politik. Heute sind ja Paare in der Politik von Grünen und Linken so beliebt. Es kann jetzt nur eine Kanzlerkandidatin geben, nur einen Kanzlerkandidaten. Die werden jetzt gerade eben also gekürt in Deutschland, zumindest vor der Wahl dieses Jahr. Aber bisher gab es eben Doppelspitze hier im Häkelset, Politiker und Politikerin, habe ich gefunden. Im Berufsleben ist das schwer zu erreichen, jeweils eine Doppelspitze zu bilden von Mann und Frau, die sich ergänzen können. In der Ehe üben wir das schon sehr lange ein. Es geht darum, dass wir Menschen, Männer und Frauen, eben als Ebenbild Gottes die Welt und die Bereiche der Politik, wie Edith Stein schreibt, erkennen, in den Formen und Grenzen, die von Gott geordnet sind. Genießen in Ehrfurcht vor Gottes Geschöpfen mit Danksagung und zur Ehre Gottes. Schaffen zur Vollendung der Schöpfung, wie sie Gott der freien Tat des Menschen vorbehalten hat. Ich denke, Edith Stein kann uns anregen, in dem Bereich der Politik neu aus der Sicht des biblisch-christlichen Menschenbildes in den Blick zu nehmen, in der Hoffnung, dass sich Frauen nicht einfach Männern angleichen, sondern das eigene an Werten, mütterlich zu sein, Gefährtin zu sein, dass das eigene an diesen Werten zum Tragen kommt. Nochmal die Fragen, die Edith Stein stellt, mit denen ich gerne auch im Anschluss jetzt an Ihre Fragen gemeinsam in die Diskussion gehen möchte. Fragt sich die Frau bei der Überlegung, welche Partei sie wählt, tatsächlich, ob sie, ihr Mann, ihre Kinder eben Arbeit und Brot haben, schreibt Edith Stein, ob sie Gelegenheit findet, ihre Geistesgaben auszubilden, ob sie ihren Glauben frei leben kann, dazu erziehen darf. Und die andere Frage wäre vielleicht, wenn es Frauenberuf ist, das Leben zu hüten,
So ist es für sie nicht gleichgültig, ob Staats- und Völkerleben Formen annehmen, die den Familien gedeihen und der Jugend eine Zukunft ermöglichen oder nicht, so Edith Steins These. Zunächst mal vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.